Manche wachsen im Blumenbeet oder auf gut gedüngten Kuhwiesen. Andere werden künstlich hergestellt. Die Rede ist von halluzinogenen Substanzen. Der Trip ins Traumland lockt mit fantastischen Erfahrungen, die aber schnell zum Albtraum werden können. Wie wirken Halluzinogene? Das wohl bekannteste Halluzinogen heißt Lysergsäure-Diethylamid oder kurz LSD. Am 16. April 1943 machte der Schweizer Chemiker Albert Hofmann zufällig die entscheidende Entdeckung. Während er im Labor experimentierte, fühlte er eine merkwürdige Unruhe. Er musste seine Arbeit unterbrechen und nach Hause fahren. Um zu testen, ob tatsächlich LSD die Ursache war, nahm er 3 Tage später eine vermeintlich winzige Dosis von 250 Millionstel Gramm. Klingt nach wenig, ist aber ein Vielfaches der Menge, die nötig ist, um halluzinogene Effekte zu erzeugen. Typisch dafür ist die veränderte Wahrnehmung. Albert Hofmann erlebte ein regelrechtes Feuerwerk an visuellen Erscheinungen. Er sprach von kaleidoskopartigen Gebilden, von bunten Spiralen und Farbfontänen, die vor seinem inneren Auge wie Leuchtraketen zersprühten. Dazu kommt ein Phänomen, das als Synästhesie bezeichnet wird. 2 eigentlich voneinander getrennte Sinne wie Hören und Sehen werden miteinander gekoppelt. Zum Beispiel können Geräusche eine intensive Farbwahrnehmung auslösen. Die Ursache hierfür beruht auf einer veränderten Informationsverarbeitung im Gehirn. Unter dem Einfluss von LSD verarbeitet das Gehirn Sinnesreize nicht mehr voneinander getrennt, sondern arbeitet eher wie eine Einheit. Es wird mit Sinnesreizen regelrecht geflutet. Ob der Rausch positiv oder negativ verläuft, hängt stark von der aktuellen Stimmung und den Erwartungen des Konsumierenden ab und wird auch durch äußere Umstände beeinflusst. Seinen ersten unfreiwilligen Kontakt mit LSD empfand Albert Hofmann noch als angenehm. Bei seinem zweiten Trip überkamen den Chemiker allerdings starke Ängste. Vertraute Gegenstände nahmen bedrohliche Formen an. Die Welt um ihn herum schien zu zerfallen. Sein Ich schien sich aufzulösen. Hofmann hat das erlebt, was man heute als Horrortrip bezeichnen würde. Mit nachlassender Wirkung nehmen die bedrohlichen Wahrnehmungsveränderungen meist wieder ab. Manchmal jedoch kommt es zu Flashbacks. Das sind erneute Rauscheffekte, die noch nach Wochen oder Monaten plötzlich auftreten und den Alltag der Betroffenen stark belasten können. Der Konsum von Halluzinogenen birgt daher unkalkulierbare Risiken. Mehr zum Thema findest du auf www.drugcom.de.